Es ist einfach nie zu spät. Es ist nicht zu spät und du bist nicht zu alt und du bist nicht zu jung und du bist nicht zu dumm. Es sitzt alles nur hier in deinem Kopf. Von da an habe ich mich getraut, Dinge in meinem Leben einfach zu wagen. Denkst du darüber nach, auszuwandern? Trau dich. Also, ne? Ich rede heute mal auf Deutsch, weil ich bin ja Deutsch. Ich tue zwar immer super wichtig Australisch, weil ich kann nämlich jetzt auch endlich Englisch sprechen. Okay, jetzt mal Silly beiseite, ne? Oh, guck, das hasse ich ja auch. Die Leute, die dann immer englische Wörter reinschmeißen müssen, um zu zeigen, wie gut sie Englisch sprechen können. Worum es aber hier eigentlich geht, ne? Überwinde deinen Schweinehund. Wie habe ich meinen Schweinehund überwunden? Ich bin vor fast 7 Jahren nach Australien ausgewandert. Aber ich wusste gar nicht, dass ich auswandern werde. Ich habe nur geplant, hier Urlaub zu machen. Aber nun lebe ich hier fast 7 Jahre und es ist wundervoll und ich finde das Land ganz, ganz, ganz toll und ich möchte auch nicht mehr weg. Naja, sagen wir mal so, sag niemals nie. Nach der Schule fing es, glaube ich, an, dass ich gedacht habe, ich würde so gerne besser Englisch sprechen können und habe mich irgendwie geschämt. Ich hatte schon immer irgendwie, ich hatte im Umkreis gelebt mit so ein bisschen schlaueren Kindern, obwohl ich nicht so schlau war. Jedenfalls konnten die immer alle voll gut Englisch sprechen und sind zum Gymnasium und so gegangen. Und ich war nur auf der Hauptschule, weil ich halt nicht so schlau war. Und dann habe ich aber doch noch meinen Realschulabschluss gemacht und auch übrigens noch mein Fachabitur. Also ich bin jetzt nicht ganz so blöd. Also eigentlich bin ich schlau, weil ich habe mich nur die letzten 2, 3 Jahre angestrengt. Bis dahin habe ich eigentlich also relaxed. Oh my gosh. Hello. Hello. How are you doing? Are you here to bring me some tea? She's talking to my friends again. Are you here to bring me some tea or some sparkling water? I don't have any. Put the kettle on. Actually, I want water. Please. Thanks. Wo waren wir stehen geblieben? Okay, das Wichtigste hatten wir erledigt. Ich bin schlau. Meine Freunde waren eigentlich immer ganz gut in Englisch und dann habe ich auch andere Kinder kennengelernt und die waren auch alle gut in Englisch und ich habe mich immer geschämt. Ich habe mich überhaupt nicht getraut, Englisch zu sprechen und hatte aber diesen unheimlichen Wunsch, voll gut in Englisch zu sein, ja? Keine Ahnung. Ich kann mich erinnern, als ich so 22, 23 war, fing es an, dass ich davon geträumt habe, irgendwo im Ausland zu leben. Habe dann ab und zu mal gegoogelt nach Jobs im Ausland. Habe mich aber einfach weiterhin nicht getraut. Hatte auch nicht die finanziellen Möglichkeiten und meine Familie leider auch nicht. Ich habe mich noch nicht mal getraut aus meiner Heimatstadt raus. Ja? Also ich hatte einmal die Möglichkeit, irgendwo in Cottbus zu studieren. In East... könnt ihr es wieder sehen, ne? Ich weiß schon die deutschen Wörter nicht mehr. Ostdeutschland. Ich hatte dann die Möglichkeit, da ein Praktikum im Theater zu machen und es ist ein sehr renommiertes Theater, aber ich habe Nein gesagt. Naja, ich habe mich halt nicht getraut. Ich wollte meine Familie und meine Heimatstadt nicht verlassen, meine Freunde. Ich denke, es war einfach nicht meine Zeit. 5, 6 Jahre später hatte ich immer noch diesen Wunsch und den Drang irgendwie raus in die Welt. Ich habe gedacht, das kann es doch nicht gewesen sein. Ich habe dann eigentlich, das musste ich euch eigentlich noch mal eben zeigen, weil es hat mein Leben verändert. Kein Scherz. Warte, ich hol's mal eben. Sorry. Jetzt muss ich erst mal checken, wie ich aussehe, ne? Nee, doch, auch. Aber auch, ist das jetzt genau die gleiche Einstellung, die ich gerade hatte? Ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung, wo ich hingucken soll, ne? So. Ich will noch mal kurz einwerfen, ne? So wie das richtige YouTuber machen. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache und ihr wollt noch mehr von mir hören, meine Videos sind querbeet. Ich mache Deutsches und Englisches über Auswandern, über Fitness, über Travel, was auch immer mir so einfällt. Vlogs möchte ich auch gerne machen
Und wenn ihr das mögt, dann bitte liken und subscriben. Okay, mir ist dieses Buch in die Hand gefallen. Allerdings habe ich es damals auf Deutsch gelesen. Und I could do anything if only I knew what it was. Und auf Deutsch hieß es, na, einfach übersetzen. Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Oder irgendwie so. Von Barbara Scher. Und das war extrem. Also das hat mir wirklich den Tritt in meinen Hintern gegeben, den ich brauchte. Weil von da an habe ich mich getraut, Dinge in meinem Leben einfach zu wagen. Und für mich war das schon ein extrem großer Schritt, dann nach Berlin zu ziehen. Von meiner kleinen Heimatstadt Bremerhaven. Ich bin dann nach Berlin gezogen und da habe ich mich auch total wohl gefühlt und habe gemerkt, ja, man braucht sich nicht so zu ängstigen, weil man kann ja alles rückgängig machen. Wenn es nicht klappt, wenn man wirklich da so leidet und es ist nicht richtig, dann geh zurück. Hält dich doch keiner von ab, ist doch kein Weltuntergang, ne? Es ist ja kein Abschied auch für immer, wenn man es nicht möchte. Naja, ich bin nach Berlin gezogen, mir hat es gefallen, ich habe es geliebt. Trotzdem, nach so 2 Jahren habe ich wieder gemerkt, irgendwas kribbelte noch. Die Welt ist doch immer noch so groß, ne? Dann habe ich es von meiner Heimatstadt nach Berlin geschafft, aber nun wollte ich auch noch weiter. Und dieses Englisch lernen, ne? Also gerade in Berlin habe ich dann auch noch mehr gemerkt, so, oh Gott, alle können ja voll gut Englisch sprechen, nur ich nicht. Es kam dann aber dazu, dass ich einen Freund in Berlin hatte und der hat mir erzählt, dass seine Mutter in Australien lebt und dass er da den deutschen Winter in Australien verbringen möchte, weil er den in Deutschland hasst. Ich nur so, war geil. Und dann hat er gemeint, willst du nicht mitkommen? Und ich so, ja. Hab so wirklich sofort ja gesagt. Ich glaube, dass er es mir vorgeschlagen hat, war dann Ende Sommer in Deutschland. Im Herbst haben wir Flüge gebucht und Ende November sind wir nach Australien gekommen. Und dann hatten wir eigentlich nur 3 Monate geplant und er ist auch nach 3 Monaten wieder zurück. Aber ich bin geblieben. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und alles lief. Und auch wenn es schwierig war manchmal, ne? Also ich hatte echt kaum Geld und... Oh, ist das Sparkling Water? Thanks. Ach, gut Service hier. Ich weiß auch nicht. Ist da auch irgendwas hinzuzufügen? Die Moral von der Geschichte ist, trau dich. Du schaffst das. Du bist nicht zu alt. Du bist nicht zu jung. Du bist nicht zu dumm. Du kannst alles machen, was du möchtest, was du dir träumst. Es gibt kein Limit. Dein Limit ist in deinem Kopf. Wenn du dich erstmal getraut hast, ein paar Mal über deinen Schatten zu springen und Sachen zu machen, die du dir nicht zugetraut hast und dann siehst, dass du damit erfolgreich warst, wirst du das wieder machen und wiederholen und deine Welt wird sich halt total bereichern. Und ich bin eine absolut schüchterne, introvertierte Person. Ich habe immer geheult, wenn meine Mama mich im Kindergarten abgesetzt hat, ja. Und jetzt lebe ich in einem anderen Land, in Australien. Hätte ich nie gedacht. War so ein Schisser. Aber auch wenn du ein Schisser bist und schüchtern und introvertiert, du kannst es trotzdem. Träume groß. Wenn ihr Gefallen an diesem Video hattet und ihr würdet gerne mehr von mir und Ähnlichem sehen, dann bitte like und subscribe. Ihr könnt mir auch folgen bei Instagram. Da ist mein Name Lady Be Real. Ich werde euch von meiner Auswanderergeschichte gerne noch mehr erzählen. Außerdem, wie ich Englisch gelernt habe. Ich kann noch nicht mal richtig Deutsch sprechen. Also, wenn euch das interessiert, wovon ich rede, oder ob ihr... wenn es euch interessiert, ja, irgendwie interessiert seid in dem... wer ist denn auch schon interessiert an meiner Visage?
oder Tipps oder Ideen, worüber ich noch Videos machen könnte. Also erzählt mir, wofür ihr euch interessiert. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und liked und subscribe zu meiner Seite hier. So, ganz schnell mal eben. Könnt ihr bitte hier liken und subscriben. Ihr werdet es nicht bereuen. Ne? Ich dachte, ich werde vielleicht noch mal ausführlicher darüber sprechen, wie ich dann eigentlich Englisch gelernt habe und solche Sachen in einem älteren Alter, sagt man so? Also später im Leben, ne? Hier. Und ich bin absolut willig, wollte ich gerade sagen. Bullshit. Bitte, hier, ne? Oh, doof sieht denn das weiße Kissen aus? Warum sagt man das kein? Nochmal ganz schnell, wenn ihr dieses Buch kaufen möchtet, müsst ihr das irgendwo googeln. Wollte ich überhaupt nicht sagen. Hey, und nicht vergessen, like und subscribe.